wir uns mit einem Thema, das unserer Meinung nach viel zu selten öffentlich angesprochen wird. Und zwar Orgasmen unter Frauen. Warum wir gerade dieses Thema als erstes vom Queer-Elf-Blog ausgewählt haben? Naja, weil wir denken, zum einen gibt es immer noch ein großes Orgasmus-Muss. Ein so großes Muss, dass sogar schon viele Frauen in der Situation waren, einen Orgasmus vorzutäuschen. Oh. Oh. Ich komme. Oh. Hey Baby, na? Und? War's gut? Oh ja, ich bin voll hart gekommen. Der nächste Grund, warum wir genau dieses Thema ausgewählt haben, liegt daran, dass zurzeit im Internet einige Artikel kursieren, die über die sogenannte Orgasmus-Gap sprechen. Studien der Indiana University haben ergeben, dass bei Heterosex 91% der Männer zum Orgasmus kommen, aber nur 64% der Frauen. Das ist ein Drittel weniger und wird deshalb Orgasmus-Gap genannt. Ein Artikel der Z vermutet, Männer kennen sich zum einen weniger mit dem weiblichen Körper aus, zum anderen äußern Frauen nicht klar genug, wie sie kommen können. Das Orgasmusungleichgewicht hat nichts mit den körperlichen Voraussetzungen zu tun. Laut einer weiteren Studie könnten Frauen sogar genauso schnell kommen wie Männer, wenn nur die richtige Technik angewandt wird. Gucken wir doch erst einmal, was ein Orgasmus überhaupt ist. Dr. Schnucki, was sagen Sie denn dazu? Der Orgasmus, fachsprachlich auch Klimax genannt, ist der Höhepunkt des sexuellen Lustempfindens, der häufig, aber nicht immer, beim Sex oder bei der Masturbation erreicht wird. Menschen, sowohl solche, die mit einem Penis, als auch solche, die mit einer Vagina ausgestattet sind, können während des Orgasmus einen lustvollen Flüssigkeitserguss erleben, welcher als Ejakulation bezeichnet wird. Der weibliche Orgasmus stellt für die zumeist männlichen Forscher noch immer ein Mysterium dar. Im 15. Jahrhundert beispielsweise wurden Orgasmen bei Frauen als hysterische Krise bezeichnet. Nach Freud ist der klitorale Orgasmus als psychosexuell unterentwickelt anzusehen. Die Evolutionsbiologie besagt, dass der weibliche Orgasmus im Gegensatz zum männlichen Orgasmus, welcher der Fortpflanzung dient, eigentlich keinerlei Sinn hat. Ebenso wie die männliche Brustwarze soll der weibliche Orgasmus also lediglich ein sinnloses evolutionsbiologisches Nebenprodukt sein. Interessanterweise steigert sich die Wahrscheinlichkeit, einen Orgasmus zu haben, um 15% laut Studie, wenn Frauen mit Frauen Sex haben. Heißt das also, dass bei gleichgeschlechtlichem Sex der Orgasmus sicher ist und nicht auch mal vorgetäuscht werden muss? Was sagen denn unsere Role Models zu vorgetäuschten Orgasmen? Also ich würde behaupten, dass es sowas nicht gibt wie unbedingt nur Hetero- und Homo-Themen, wenn ich ehrlich bin. Und beim Orgasmus vortäuschen glaube ich schon, dass das auch unter Frauen passiert, ja. Ich glaube, Orgasmus vortäuschen ist kein Hetero-Thema und ich glaube, das ist auch nicht geschlechtsspezifisch. Auf jeden Fall machen Frauen auch das bei Frauen. Das ist auf keinen Fall nur ein Hetero-Thema. Ich meine, warum sollte das auch nur ein Hetero-Thema sein? Ich glaube, gerade bei One-Night-Stands ist das ja nicht unüblich, auch bei Frauen. Ich würde sagen, es ist ein Thema für Leute, die nicht in Kontakt mit ihrem Körper und dem Körper des Gegenübers stehen. Ja, ich weiß, dass Frauen anderen Frauen auch Orgasmen vortäuschen. Ich glaube, es liegt auch daran, dass wir generell die Vorstellung haben, dass ein Orgasmus sein muss. Ja, ich habe auf jeden Fall schon mal einer Frau einen Orgasmus vorgetäuscht. Nee, wieso sollte ich? Ich habe auf jeden Fall auch schon mal einen Orgasmus vorgetauscht. Bestimmt auch nicht nur einen. Ja, aber das letzte Mal ist ziemlich lang her. Durchaus bestimmt mal einen Höhepunkt vorgetäuscht oder angetäuscht oder, weiß ich nicht, verschönt. Warum man das macht, ist irgendwie immer eine andere Frage. Ich finde es auch irgendwie okay. Also es gibt ja meiner Ansicht nach mehrere Gründe, es auch zu machen. Vielleicht hat man überhaupt keinen Bock, da irgendwie so eine Diskussion drüber zu führen. Vielleicht möchte man die andere Frau nicht verletzen. Vielleicht hat man auch einfach keinen Bock, das irgendwie in die Länge zu ziehen und möchte das zu einem Abschluss bringen. Also bei mir war das eine Situation, wo ich das Gefühl hatte, ich komme jetzt gar nicht anders aus der Nummer raus, als das zu machen. Weil ich mir vielleicht selber auch nicht genug Zeit gelassen habe. Oder
unbewusst dachte, etwas bedienen zu müssen an Erregungszustand oder an was auch immer. Ja, und vielleicht auch durch irgendwelche Bilder, die ich im Kopf habe. Ich würde mal schätzen, ja. Gerade weil ich einfach in der weiblichen Anatomie so ein bisschen drin bin und schauen kann, okay, wie erlebe ich einen Orgasmus, wie reagiert mein Körper, wenn ich einen Orgasmus habe und das dann entsprechend übertrage auf andere. Nee, ich glaube definitiv nicht. Also bei meiner Partnerin ja, das schon, aber bei irgendwelchen anderen Geschichten oder auch Frauen, mit denen ich schon geschlafen habe, glaube ich nicht, dass ich das immer erkannt hätte. Es kommt drauf an, also man kann es ja in der Vagina spüren, wenn man denn gerade da drin ist. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es bestimmt auch gute Schauspielerinnen. Könnte ich nicht garantieren, keine Ahnung. Ich sag mal so, ich glaube, in einer langjährigen Beziehung glaube ich schon, dass man sich irgendwann auch so gut kennt, dass man das vielleicht merkt, weil es sind ja dann auch andere Faktoren vielleicht, die zeigen, dass man das irgendwie nicht so richtig zulassen konnte, dass es einfach nicht funktioniert hat. Ich glaube, in der Situation, irgendwie die ersten Male oder irgendwie einen One-Night-Stand oder sowas, ich glaube nicht. Ich glaube echt nicht. Außer es ist so super schlecht gemacht. Das kann natürlich sein, aber das kommt immer auf die Person an. Das heißt ja auch nicht prinzipiell, ich habe jetzt keinen Orgasmus und dann ist der Sex auch total schlecht. Ich finde, da sollte so ein bisschen der Druck rausgenommen werden und das ist am besten, wenn man einfach offen darüber redet. Am schönsten ist es natürlich mit einer Person auch, wenn es nur ein One-Night-Stand ist, den zu haben, wenn man der vertraut und wenn man über Bedürfnisse spricht. Und viele finden das ja nicht so attraktiv oder nicht so sexy, dann im Bett so viel zu sprechen. Ich würde mir einfach wünschen, dass da weniger Druck und Erwartungshaltungen sind im Bereich Sexualität, Intimität und mehr Begegnung und Akzeptanz für das, was ist. Unser Fazit. Es ist nicht nur ein Hetero-Thema. Und es ist total ätzend, dass es immer noch einen Orgasmus gibt. Und darüber sprechen hilft. Sagt uns eure Meinung dazu. Wir sehen uns in 2 bis 3 Wochen wieder, wenn es heißt... Oh Mann, das war's. Wir sehen uns in 2 bis 3 Wochen wieder zur nächsten Folge zum Thema Liebeskummer. Warum gibt's das nicht? Wir sehen uns in 2 bis 3 Wochen wieder zum Thema Liebeskummer. Macht's gut!